Moin Moin und herzlich willkommen zum Montags Market Watch. Viel Spaß dabei. Heute hatte ich ja schon ein Video hochgeladen und zwar ein Gameplay-Video zum Classic Battles Starter Deck. Wenn ihr dort noch nicht vorbeigeschaut habt, dann macht das auf jeden Fall, denn ihr könnt dort auch 2 Welcome to Race Unlimited Booster Packs gewinnen. Aber jetzt starten wir auch direkt mit dem Market Watch. Und zwar wurde ja in der letzten Woche die neue Banlist und Suspended List für Flesh and Blood announced und das hat auch ein paar interessante Bewegungen am Markt bewirkt. Deshalb schauen wir uns hier nochmal kurz an, welche Karten denn von dieser Liste betroffen sind. Verbannt wurden einmal Belittle und einmal Winter's Wail, der gute Hammer von Oldhim. Und dann haben wir noch auf der Suspended Liste Amulet of Ice, Hypothermia, die jetzt also auch, solange Icelander noch im Metagame herumläuft, nicht mehr gespielt werden können. Und das ist natürlich hier, wenn wir uns jetzt mal eine Karte angucken, sehr interessant, denn der Titan's Fist, den natürlich vorher niemand gespielt hat, weil Winter's Wail natürlich um Längen besser ist, hat hier in der Kultvoll-Variante, ich refreshe das Ganze nochmal kurz, tatsächlich einen starken Preisaufsprung gesehen, weil das wahrscheinlich der Hammer sein wird, mit dem die Oldhim-Spieler in Zukunft Vorlieben nehmen werden. Ob das Ganze dann meta-tauglich ist oder was mit Titan's Fist in Zukunft passiert, kann ich natürlich nicht sagen. Ich glaube aber, dass hier 25 € für diese Karte nicht gerechtfertigt sind. Also ich würde ihn für diesen Preis auf jeden Fall nicht kaufen. Ich habe ihn in meiner Aria-Sammlung selber drin. Ich spiele Oldhim nicht, aber habe auch schon von anderen Oldhim-Spielern auf dem Battleharden gehört, dass man diese Karte auf jeden Fall nicht so stark im Meta sehen wird. Ob das dann wirklich so ist, werden wir sehen, aber deshalb hier nochmal ein ganz klarer Hinweis darauf. Also wenn ihr Oldhim spielen wollt, holt euch einfach, wenn ihr sie noch nicht habt, den Token, der kostet quasi nichts. Oder könnt ihr euch vielleicht bei den Locals abholen oder vom Kollegen leihen, wenn ihr ihn noch nicht habt. Dann haben wir Hypothermia, die jetzt ja dann erstmal fürs nächste nicht mehr spielbar sein wird. Warum zeige ich diese Karte dann jetzt genau? Ich glaube, dass man auch, obwohl die Karte jetzt gebannt ist, in den nächsten Wochen und eventuell Monaten sich den Preis hier durchaus mal anschauen kann und wenn man die Karte noch nicht hat, sich dann durchaus, wenn die Karte etwas im Preis fällt, ja, ein Playset holen kann, weil die Karte ja wiederkommen wird. Also bei Flesh and Blood ist es ja so, anders als bei zum Beispiel Yu-Gi-Oh!, dass hier gesagt wird, wir wollen auf der Suspended List für Classic Constructed eben bestimmte Karten für eine Zeit lang vom Meta entfernen, aber nicht komplett bannen, weil sie eben hier im Zusammenhang mit dem Hero Icelander eben zu stark ist. Oder vielleicht halt auch in anderen Ice-Decks wie Oldhim, die aktuell gespielt werden, aber die Karte eben wiederkommt. Also wir wissen schon, dass Hypothermia in Zukunft wieder spielbar wird und deshalb sollte man diese Karte, denke ich, nicht aus den Augen verlieren. Und im Zusammenhang damit wollte ich auch noch eine weitere Karte zeigen, die auf der Suspended List für Classic Constructed sitzt. Und zwar ist das die Bloodsheet Skeletor, die ja auch im History Pack 1 in Deutsch einen Reprint bekommen hat und hier aktuell für 3 € vom ersten Händler in Deutsch verfügbar ist. Hier aus Deutschland für 3,75 € und ich zum Beispiel habe die Karte selber noch nicht, werde sie mir jetzt aber auf jeden Fall einmal holen, um eben für den Fall, dass eben die Karte von der Suspended List runterkommt und das wird eben dann sein, wenn Viserai eben Living Legend geht, wird das der Fall sein, diese Karte dann auf jeden Fall zu haben. Denn ich denke, nach dem, was ich bisher in der Zeit, wo diese Karte gespielt wurde, gesehen habe, ist das eine der stärksten Karten, die es in Flesh and Blood für Runeblades gibt.
und die wurde auch von allen gespielt, die eben Runeblade im letzten Jahr gezockt haben. Also von daher, wenn ihr euch für Runeblade interessiert und diese Karte noch nicht habt, ist das ja auch für die Zukunft, denke ich, ein guter Pick. Es ist natürlich nur die Frage, wann Viserai denn dann Living Legend geht. Das kann durchaus noch etwas dauern, also werden wir mal sehen, wann das dann der Fall sein wird. Das nächste Thema, was ich mitgebracht habe, ist das History Pack 2 und das History Pack 1 mit den Blitzdecks, die jetzt im nächsten Monat released werden, was natürlich für die deutsche Community extrem interessant ist und hier auch für den Markt, denke ich, einiges an interessanten Bewegungen hervorrufen wird. Ganz genau der 24. Februar ist das Release-Datum und wir haben hier, wenn wir uns das Ganze angucken, eben 6 unterschiedliche Decks, die hier auf Deutsch rauskommen, also Ready-to-Play Blitzdecks. Hier einmal für den Kano, für den Viserai, für die Dash, für den Reiner, für Dori und Bravo und das Ganze natürlich auch für Einsteiger hier sehr interessant ist. Ich denke, also aus meiner persönlichen Meinung, dass hier auch ein paar Reprints zu erwarten sind. Welche das sind, das wissen wir natürlich nicht. Ich hoffe persönlich auf ein paar Generic Meta-Staples, die eventuell hier in den Blitzdecks vorhanden sein könnten, um eben nochmal die Einstiegshürde für neue Leute ins Competitive Flesh and Blood Play zu verringern. Aber was dann wirklich die letztendlichen Listen in diesen Decks sind, werden wir dann noch nächsten Monat erfahren. Ich denke, was wir auf jeden Fall erwarten können und was wir schon wissen, ist, dass das History Pack 2 Black Label in Deutsch definitiv viele Reprints mit sich bringt, denn in diesem Set werden 3 englische Flesh and Blood Sets reprintet, und zwar Tales of Aria, Monarch und Everfest. Und wir haben das hier auch auf dem Product Sheet schon ganz gut verzeichnet. Also wir werden auf jeden Fall die Fables aus den 3 Sets in Deutsch hier bekommen und auch die Legendaries. Und zwar, um genau zu sein, die 3 Fables und 14 Legendaries. Ich meine, das sind auch alle Legendaries, die eben in den 3 Sets vorhanden sind, abgesehen, glaube ich, von der Skullcap, die ja in Everfest schon einen Reprint bekommen hat und ja auch noch in der Everfest Unlimited Variante dieses Jahr rauskommen wird. Also es sieht so aus, als ob alle Legendaries aus den 3 Sets, die eben noch keinen Print haben, hier dann enthalten sein werden. Was natürlich auch sehr interessant ist, denn gerade, ich komme da mal, ich hatte es hier schon auf, ich komme direkt mal auf die Karte zu sprechen, refresh gerade nochmal, ob sich hier noch was getan hat. Hier die Karte New Horizon. Wir werden ja in dem neuen Set Outsiders neuen Ranger Support bekommen und auch einen neuen Ranger Helden, Riptide, sehen, der dann eventuell auch dieses Equipment hier benutzen wird. Was auf jeden Fall zu verzeichnen ist, dass diese Karte hier schon mit den 140 € aufwärts, 150 €, aus Deutschland hier 170 €, sprechen hier über die Rainbow Foil Variante, schon einen heftigen Preispunkt hat, aber jetzt natürlich auf Deutsch rauskommt. Und ich hoffe auch, dass das den Preis dieser Karte noch etwas nach unten bringt, um eben für neue Spieler hier auch mal ein starkes Equipment zur Verfügung zu stellen. Allerdings weiß ich nicht genau, ob denn überhaupt History Pack 2 so viel aufgemacht wird, denn in History Pack 2 haben wir keine Marvels, wie das ja in dem History Pack 1 war. Das zeige ich noch mal kurz. Da haben wir ja hier, wo haben wir sie? Hier ist sie, zum Beispiel die Dorinthea in der Marvel-Variante, die im History Pack 1 eben exklusiv rausgekommen ist und die natürlich auch das Erlebnis hier, diese Karte aufzumachen, natürlich auch ein Grund ist für Spieler, die vielleicht die Karten, die im History Pack drin sind, schon haben, aber trotzdem die Marvel haben wollen, interessant macht. Und das fehlt eben jetzt hier beim History Pack 2. Also bin ich gespannt, ob wir wirklich so viele neue Kopien der Karte, wie es hier zum Beispiel ist, New Horizon, dann sehen werden. Was wir auf jeden Fall erwarten können, ist, dass solche Karten wie Channel Lake Frigid reprintet werden, die jetzt ja gerade so
hier in der Unlimited-Variante Non-Foil 20 bis 25 Euro kosten. Und ich denke, das wird hier auf jeden Fall den Preis etwas nach unten bringen für diese Karten. Und deswegen glaube ich auch, dass man diese Karten jetzt aktuell, wenn man sie dann nicht schon hat und nicht jetzt unbedingt auf einem Competitive-Turnier vielleicht zocken möchte, nicht kaufen sollte, sondern einfach ein bisschen abwarten bis nächsten Monat, um diese Karte dann eben etwas günstiger in Deutsch zu bekommen. Und ähnlich sehe ich das auch hier bei solchen Karten wie zum Beispiel Rainrazers, die jetzt ja auch dadurch, dass eben Ranger schon ein starkes Deck ist, also mit der Lexi, die ja auch Rainrazers hier dreimal spielt und in Zukunft wahrscheinlich auch Rainrazers mit dem neuen Ranger Support noch stärker werden wird. Hier also mit 10 bis 12 Euro schon einiges kostet, aber deswegen ich auch glaube, es lohnt sich vielleicht hier nochmal zu warten fürs History Pack 2, um dann eben eine günstigere deutsche Kopie zu kaufen. Genau, wir haben ja dann auch noch solche Karten wie This Rounds on Me hier aus Everfest, die ja schon im Preis stark gestiegen sind über die letzten Monate und die hier hoffentlich im History Pack 2 auch einen Reprint bekommen. Also wenn ihr diese Karte haben wollt, aber sie jetzt nicht unbedingt sofort braucht, dann hier auf jeden Fall auch warten. Ähnlich wie ich das auch hier sehe bei solchen Karten wie zum Beispiel den Teklo Pounder, der auch durch eben die starken Dash-Decks hier auch schon teurer geworden ist in den letzten Monaten. Hier einfach mal ein bisschen abwarten, gehe ich von aus, dass dann das für Neueinsteiger wohl etwas preiswerter sein wird für die deutsche Kopie. Ähnlich wie auch zum Beispiel mit der Nourishing Emptiness ist auf jeden Fall eine spielstarke Karte, die ja auch in unterschiedlichen Decks gespielt wird. Also hier mit ihren 8 Euro dann wahrscheinlich günstiger im History Pack 2 verfügbar sein wird. Genau. Welche Karten sollte man denn dann jetzt aktuell sich anschauen und eventuell holen? Denn jetzt ist es ja so, dass die neueren Sets von Flesh and Blood 2.0 keine Reprints in der nächsten Zeit bekommen, zumindest keine angekündigten. Und ich denke, deshalb ist so eine Karte wie zum Beispiel Erase Face ein guter Kandidat, wenn man den noch nicht hat und jetzt bei Flesh and Blood auch neu einsteigt gerade. Eine gute Karte, eine spielstarke Karte, die ja auch in allen Decks angewandt werden kann. Also hier mit ihren 10 bis 12 Euro, denke ich, ist es aktuell ein guter Preis. Manchmal bekommt man sie sogar noch etwas günstiger als 10 Euro, wenn man einen richtigen guten Moment abpasst. Und ich denke auch andere Karten aus Uprising lohnt es sich aktuell, wenn man spielen möchte, zu holen. Also wie zum Beispiel die Spreading Flames, wenn man eben zum Beispiel Fai spielen möchte, denn so wie es aussieht, werden die Uprising-Karten jetzt in der nächsten Zeit eben keine Reprints bekommen. Es sind ja auch keine Draconic-Produkte aktuell angekündigt, also sehe ich das persönlich nicht, dass wir hier Spreading Flames jetzt zum Beispiel in einem Reprint sehen werden. Fai hat natürlich jetzt Belittle auf der Banlist verloren, also werden wir sehen, wie er sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf den großen Turnieren auch schlagen wird. Aber ich denke, wenn man Fai spielen möchte mit 1 Euro bis 1,50 kann man hier nichts falsch machen und schon mal eine spielstarke Karte bekommen. Dann haben wir natürlich auch noch andere Ninja-Karten in Uprising, die ja eventuell auch mit dem neuen Set Outsiders stärker werden könnten, denn in Outsiders befinden sich ja auch, so wie es aussieht, neue Ninja-Karten, denn wir können ja auch Benji und Katsu draften und das heißt, hier so eine Karte wie Double Strike könnte interessant sein in Zukunft und ist, denke ich, hier auch mit 1 Euro bis 1,50 Euro noch nicht allzu teuer. Also wer sie noch nicht hat, ist, denke ich, eine gute Möglichkeit, die jetzt zu bekommen. Und dann gibt es ja auch noch Take the Tempo. Der Rob Catton hat ja Take the Tempo auch auf den Worlds mit Fai gespielt. Ansonsten hat die Karte jetzt natürlich noch nicht so viel Impact im Meta gehabt, aber das könnte sich natürlich ändern, wenn Benji oder Katsu hier eben mit dem neuen Set noch stärker werden. Und hier gibt es einfach sehr, sehr viele Artikel aktuell auf dem Markt, fast 300 Stück. Und mit, ich sag mal, 50 Cent hier pro Kopie ist das einfach eine super Gelegenheit, hier sich jetzt mal mit einem Playset einzudecken und zu schauen, ob diese Karte dann eben gespielt wird oder nicht. Und wenn man Ninja spielen möchte und diese Karte noch nicht hat, ist das, denke ich, ein guter Pick hier. Dann kommen wir zu einer Karte, die ich im ersten Market Watch schon gezeigt hatte, der Mask of Perdition.
hier, genau, ich hatte gestern geschaut, jetzt sind schon 2 wieder verkauft worden über Nacht. Die Karte hat jetzt seit einer Woche eben schon einen kleinen Preisaufschwung bekommen. Wie wir ja wissen, ist diese Karte shortprinted und wird eben für das Assassin Deck auf jeden Fall gebraucht. Es sei denn natürlich, es wird noch ein besseres Headpiece in Outsiders rauskommen, wovon ich allerdings nicht ausgehe. Und ich denke, deswegen ist sie auch immer noch mit 7 bis 8 Euro die Karte ein guter Pick. Und dann haben wir hier natürlich noch die anderen Ranger-Karten aus Dynasty, die ja auch mit Outsiders wieder eben interessant sein könnten. Und da sieht man auch eben auf Card Market, dass diese Karten jetzt in der letzten Woche eben ordentlich eingekauft wurden. Also solche Karten wie Immobilizing Shot, denke ich, sind hier mit 1 Euro auch verkraftbar. Und was man nicht vergessen darf, ist eben, dass jetzt durch das History Pack 2 viele Karten einen Reprint bekommen, aber wir eben Dynasty und Uprising, so wie es aussieht, eben keine Reprints sehen werden. Also ist, denke ich, hier auch, wenn man Ranger spielen möchte, zum Beispiel mit dieser Karte hier für 1 Euro, gut vorgesorgt, wenn man sich die vielleicht besser früher als später holt, gerade als Anfänger. Und hier auch der Heatseeker, zum Beispiel auch eine Karte, mit der man gut die Chain closen kann als Ranger, gibt eben für einen Kosten 5 Damage und gibt dann am Ende der Runde nochmal eine Karte vom Deck Face-Up ins Arsenal, was natürlich für den Ranger total gut sein kann. Ist hier auch mit 1 Euro bis 1,50 Euro gerade dabei. 129 Kopien, genau, seit gestern wurden schon wieder ein paar verkauft. Also ich denke, ist auch eine Karte, die, wenn man Ranger spielen möchte, jetzt eine gute Gelegenheit ist, sich die mal ranzuholen. Denn wir haben hier die Karte Deadeye, die ja auch in Dynasty eine Majestic ist und die jetzt in den letzten Wochen, beziehungsweise vor allem in der letzten Woche hier einen hohen Preisaufschwung gesehen hat. Ich selber habe mir vor 2 Wochen mein Playset geholt für, ich glaube, 1,50 bis 2 Euro war das noch und jetzt ist die Karte eben schon bei 5 bis 6 Euro. 2 sind noch verfügbar für 3 Euro, 3,50 Euro, allerdings hier auch aus Großbritannien. Also man sieht schon, wenn eben das Meta aufmerksam wird auf einige Karten, die in Zukunft besser werden können, dann kann der Preis schon stark anziehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass eben vielleicht auch der Heatseeker oder Immobilizing Shot Staples in den nächsten Monaten werden könnten, was natürlich nicht garantiert ist, aber wenn es so sein wird, dann haben wir hier eben einige Karten, die keine Reprints bekommen, gebraucht werden und dann wahrscheinlich auch deshalb im Preis steigen. Also wer eben das Deadeye noch nicht hat, muss jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen mehr bezahlen. Wer es schon hat, natürlich Glück für euch. Ja, dann haben wir auch noch den Bogen aus Dynasty, den wollte ich auch noch zeigen. Selber habe ich ihn auch einmal gezogen, deswegen brauche ich ihn nicht mehr kaufen, der auch seit gestern schon wieder ein paar Mal verkauft wurde und der jetzt hier so bei 2,50 Euro bis 3 Euro liegt. Und der James White hat ja selber auch schon gesagt, dass der Sandscour Great Bow wahrscheinlich in Zukunft auch durch den neuen Azalea Support gut werden wird. Hat er selber gesagt, holt euch lieber früher als später eine Kopie, deswegen hier auch nochmal der Hinweis an euch. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, auf jeden Fall den Bogen auch noch mitnehmen, wenn ihr Ranger spielen wollt. Denn hier mit dem Effekt, so wie ich das bisher von den Ranger-Spielern gehört habe, einfach eine super coole Möglichkeit, noch mehr Power aus dem Deck rauszuholen. Wir werden natürlich sehen, ob noch mehr gute Bögen rauskommen, was natürlich zu erwarten ist, aber welche dann am Ende die besten sein werden, das wird sich noch zeigen. Ja, und zum Abschluss wollte ich hier auch nochmal auf die Karte Remembrance eingehen, denn die Karte hat wirklich, ist hier schon direkt in die Top 3 der Card Market Sales geschafft von Flesh & Blood. Hat sich seit gestern auch noch eine verkauft und die hatte ich ja letztes Mal auch schon gezeigt. Das ist eine Karte, die in History Pack 1 keinen Reprint bekommen hat, die aber im Meta jetzt aktuell auch gebraucht wird. Die wird in Dromai gespielt. Wenn ihr die da haben wollt, dann müsst ihr jetzt schon mit einem etwas höheren Preis rechnen als letzte Woche. Hier mit dem ersten Deutschen bei 4,90 Euro. Dänemark ist das, glaube ich, hier für 3 Euro. Ich habe euch ja letzte Woche schon ein paar Karten gezeigt, die in History Pack 1 nicht gereprintet wurden. Wie zum Beispiel auch den Poison the Tips, eine Ranger Action, die jetzt aktuell nicht gespielt wird. Aber
was passiert denn mit so einer Karte, wenn die eben durch den neuen Ranger Support ins Meta kommt und diese Karte eben keinen Reprint hat? Dann kann man auch eine Preisbewegung wie wahrscheinlich bei Remembrance erwarten. Und deshalb lege ich euch nochmal ans Herz, gerade wenn ihr neue Spieler seid, schaut euch ruhig mal an, welche Decks ihr spielen wollt und dann auch, welche Karten denn aktuell noch keinen Reprint bekommen haben. Denn dann könnte es auch gut sein, sich die mal zu holen, wenn die denn nicht einen Reprint jetzt im Starterdeck nächsten Monat bekommen. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend nächsten Monat, wenn die neuen deutschen Produkte rauskommen. Und auch wenn Outsiders rauskommt, weil sich dann eben zeigen wird in den ersten Wochen auch, welche Karten werden denn vom Meta angenommen, welche Karten etablieren sich und wo geht die Reise dann eben mit den Karten, die bis dahin dann keinen Reprint bekommen haben, hin. Ja, und zum Abschluss wollte ich euch einfach nochmal so ein Leckerbissen mitbringen, denn das ist schon ziemlich krass hier mit der Energy Potion, finde ich. WTR Unlimited ist ja out of print, genauso wie Arcane Rising Unlimited auch out of print ist. Und bisher haben wir es bei Flesh & Blood eben so gesehen, dass eben in den First Edition und in den Unlimited Sets Rainbow Foils drin waren, diese aber in der Regel mit ein paar Ausnahmen bisher keine Reprints in Foil bekommen haben. Und deshalb sieht man hier auch die Energy Potion, die ja im Meta in den letzten Monaten stark benutzt wurde und wahrscheinlich auch in Zukunft eine spielstarke Karte sein wird, hier schon jetzt wirklich heftig im Preis angezogen hat. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr hat diese Karte mal 50 Cent gekostet und jetzt ist sie eben schon bei 8 Euro beim ersten deutschen Händler. Ich refreshe gerade nochmal, okay, seit gestern wurde nichts verkauft, aber das finde ich schon krass und ich denke, das zeigt auch, was mit Karten passieren kann, die eben auf einmal ins Meta rutschen und gerade solche Bling-Karten, wenn eben die High-Rare-Spieler hier gerne ihre Decks ausfüllen wollen, dann halt im Preis stark steigen. Und wir haben ja auch 2 andere Potions noch aus WTR. Hier der Time Snap zum Beispiel, der aktuell auch ein bisschen Spiel sieht in Dromai, der noch sehr günstig ist. Also wer die noch nicht hat und sich denkt, ey, vielleicht möchte ich mal in Zukunft einen Time Snap Potion eben spielen, habt den aber noch nicht, kann man sich den auch eigentlich gut in Foil holen aktuell, bevor der eventuell eben auch schon dann irgendwann mal ausverkauft wird. Und dann im Preis hier, wie es ja der erste deutsche Händler hier schon hat, 3 Euro vielleicht kostet. Und diese Karte hat eben auch in Amerika schon einen Buyout bekommen. Das ist eben so. Dem könnte hier natürlich auch noch mehr folgen. Und als drittes und letztes zeige ich hier nochmal den Potion of Strength, der ja im Meta bisher nicht wirklich abused wurde, der hier aber auch günstig ist und der natürlich auch die Frage aufwirft, wo geht es denn vielleicht auch für Sammler in Zukunft hier bei Flesh & Blood hin? Denn viele Karten, so wie wir es ja uns auch im letzten Market Watch angeguckt haben, haben in Rainbow Foil einen starken Preisanstieg gesehen, weil eben Sammler anfangen, entweder ihre Playsets sich zusammenzuholen, ihre Master-Sets zu vervollständigen oder weil sie sich einfach denken, hey, die Reprint-Policy von Flesh & Blood war bisher wirklich sehr krass. Also die haben wenig Foils reprintet, anders als ich das zum Beispiel aus Yu-Gi-Oh! Kenne. Da werden ja Foils wirklich in Massen reprintet und da ist es dann irgendwann eben nichts mehr Besonderes, wenn man eine Foil hat. Aber hier bei Flesh & Blood ist das eben anders. Und deswegen hier auch eventuell, wenn man eben ans Sammeln von Flesh & Blood Karten interessiert ist und ein WTR-Set sich zusammen sammeln möchte, hier der Potion of Strength ist ein gutes Beispiel, eben noch sehr günstig und einfach eine schöne Möglichkeit hier sich eine Karte für die Sammlung dann zu holen. Ich selber habe das zum Beispiel auch so gemacht. Ich sammle auch mein WTR-Set und habe da eben die Potion auch schon drin. Also bin ich gespannt, wie das in Zukunft mal aussehen wird. Und lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, wie ihr das Ganze seht. Sammelt ihr Flesh & Blood eher? Spielt ihr Flesh & Blood eher? Seid ihr Competitive-Spieler? Seid ihr jetzt gerade neu dazugekommen? Und welche Karten findet ihr aktuell im Meta und natürlich auch am Markt interessant? Also, wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Market Watch.